Hey, so schnell sieht man sich wieder. Heute Abend schon was vor? Checkst du das nicht? Ich habe dir doch heute Morgen schon gesagt, du bist absolut nicht mein Typ. Wird das noch was mit dem Kaffee? Signora von Anstetten? Und? Wie ist es gelaufen? Todo perfecto. Sie hat nichts gemerkt. Sie wollen die Million waschen. Wenn es nicht so wehtun würde, dann würde ich jetzt laut loslachen. Sie sollten mich vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Ich verklickere nämlich sonst dem Bullen, dass Sie hinter Sophias Entführung stecken. Na schön. Dann will ich Ihnen jetzt mal was sagen. Und ich werde versuchen, mich dabei sehr deutlich auszudrücken. Denn zwischen Ihnen und mir liegt ein großer evolutionärer Graben. Registrierte Scheine kann man nicht einfach so waschen. Das macht man mit Schwarzgeld. In dem Fall gibt es nur ganz wenige Leute, die diese Millionen eintauschen. Und die lassen sich das verdammt teuer bezahlen. Ja und? Was heißt das? Sie halten die Füße still, bis ich hier raus bin. Dann bekommen Sie Ihren Anteil. Ist gut, danke schön. Okay. Es ist meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie Ihren Anwalt hinzuziehen können. Sagen Sie mir endlich, wie es Frau Kübler geht. Sie liegt im Koma. Somit stand sie bislang für eine Aussage nicht zur Verfügung. Wenn Frau Kübler wieder aufwacht, erinnert sie sich womöglich an die Person, die sie angefahren hat. Ja, und dann wird sie Ihnen sagen, dass ich es nicht gewesen bin. Ihre Vorwürfe sind völlig absurd. Ich habe noch nicht mal einen Führerschein. Ja, das weiß ich. Trotzdem ist das ja nicht unbedingt ein Hindernis für Sie. Ich habe Ihnen doch schon gesagt. Ich hing mit einem Geschäftspartner auf einer Landstraße fest. Auf dem Weg zu einem Termin. Welche Landstraße? Keine Ahnung. Sie haben doch sicher einen Pannendienst gerufen. Ja, sicher. Aber es kam niemand. Sie sind doch sonst sehr zuverlässig. Was macht Sie so sicher, dass ich es war? Sie haben schon mal Fahrerflucht begangen. Unter Alkoholeinfluss. Na, die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Sie machen sich's wirklich leicht. Außerdem gibt es Zeugen, die aussagen, Sie hinter dem Steuer erkannt zu haben. Wie? Was für Zeugen? Jolly, bist du ganz sicher? Es ging alles so schnell. Außerdem hatte Natalie ihre große Sonnenbrille auf. Aber ich könnte schwören, dass sie es war. Leider. Du hast sie mit dieser Kitty betrogen. Sie war so verzweifelt. Womöglich hat sie wieder angefangen zu... Zu trinken? Ja. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und schon gar nicht, dass sie wirklich am Steuer saß. Ich muss sofort zu ihr. Ah, auf dem Weg zu Kitty Kübler? Wie man hört, soll sie ja im Koma liegen. Espresso. Zu dumm, dass ihr Bruder es so eilig hatte. Da konnte ich ihm gar nicht sagen, dass Natalie auf dem Polizeirevier ist. Sie wurde verhaftet? Nein, wo denken Sie denn hin? Die Polizei will den Kurztrip nach Hawaii spendieren. Ja, natürlich wurde sie verhaftet. Was glauben denn Sie? Dem zwei so sensationsgeile Blondinchen Sie am Steuer gesehen haben wollen. Jetzt sind Sie unverschämt, Graf Landstein. Ich habe gesehen, dass sie Kitty Kübler angefahren hat. Wie bitte? Natalie hat Kitty angefahren? Diese Schnapsdrossel wird langsam gemeingefährlich. Ich bin wirklich froh, dass es nicht wieder dich erwischt hat, Charlie. Warum hältst du nicht einfach die Klappe, Tanja? Wir können von Glück reden, dass Charlie vor Ort und Stelle war. Sonst hätte Natalie ihre Tat mal wieder monatelang verschwiegen. Sie ziehen Ihre Aussage zurück. Das kann ich nicht. Tja, das Jugendamt wird nicht gerade erfreut sein, wenn sie erfahren, dass Hannes Stiefmutter hinter Gittern sitzt. Das wird sie nicht. Und dafür werde ich sorgen. Stimmt so. Sehr geehrte Frau von Landstein, das bist du. Wir teilen Ihnen mit Freude mit, dass uns Ihre Entwürfe zum Thema Farben und Muster die 80er kehren zurück von Ihrem Talent und Ihrer Kreativität überzeugt haben. Wenn Sie weiterhin am Bewerbungsverfahren für unsere Schule Interesse haben, was denken Sie, dass du statt Modedesign lieber Jura studieren willst?
Ich fahre gleich zur Uni. Da geben Sie die nächste Aufgabe bekannt. Ist das nicht total abgefahren? Ich werde Modedesign studieren. Wenn du die nächste Bewerbungsrunde schaffst. Hier, dein Espresso. Soll das heißen, du glaubst nicht an mich? Was, Witze? Du bist doch super in allem, was du tust. Oh, ich bin sicher, dass Lydia der gleichen Meinung ist. Ja, natürlich. Das tut sie. War für uns beide genauso überraschend wie für dich. Die Idee mit der Dreierbeziehung war sogar von ihr. Ja. Mua. Sebastian hat einfach totales Glück. Gleich 2 schöne Frauen. Davon können andere nur träumen. Vigo, ich glaube, du kennst Rebecca bereits. Meine Schwester. Ich hatte ja keine Ahnung, dass dir so viel an meiner Familie liegt. Ach, Leonard, kann ich dich kurz sprechen? Warst du bei Frau Köbler oder was? Was will ich denn bei der? Liegt doch sowieso im Koma. Ich war bei Herrn Degenhardt. Aha. Ich wollte ihm von Frau Küblers tragischen Unfall berichten. Die beiden standen sich ziemlich nah. Was heißt denn hier standen? Sie liegt im Koma, sie ist noch nicht tot, klar? Ja, schon klar. Und Herr Degenhardt? Also, ich meine, wie lange braucht man denn nach so einer Nierentransplantation, bis man wieder entlassen wird? Eine derartige Operation zieht immer eine etwas längere Rekonvaleszenz nach sich. Er braucht jetzt extrem viel Ruhe. Wenn du mich also bitte entschuldigen würdest. Längere Rekonvaleszenz. Geht's noch genauer? Diese Zeugen müssen sich geirrt haben. Wie wollen die mich überhaupt wiedererkannt haben? Kennen Sie Frau Katharina Kübler? Ja? Wie ist Ihr Verhältnis zu ihr? Mein Verhältnis? Oh, los. Oh, weiter. Oh, mich fest. Vielen Dank. Meine Mandantin verweigert die Aussage. Herr Schneider, schön, Sie wiederzusehen. Allerdings hat sich Gräfin Lahnstein trotz ihrer Rechtsbelehrung gegen einen Anwalt entschieden. Sie hat es sich anders überlegt. Würden Sie mich bitte 5 Minuten mit meiner Mandantin alleine lassen? Na gut, dann hole ich mir mal einen Kaffee. Ich brauche deine Hilfe nicht. Natalie, ich weiß, dass ich dich unendlich verletzt habe. Aber es geht hier nicht um uns. Es geht um dich. Du brauchst Hilfe. Ich habe ein Alibi. Und dieses Alibi wird die Aussagen der angeblichen Zeugen in Luft auflösen. Wahrscheinlich waren es sowieso nur irgendwelche sensationsgeilen Passanten, die mein Foto schon mal in der Klatschpresse gesehen haben. Die sensationsgeilen Passanten waren Elisabeth und Charlie. Elisabeth und Charlie? Sie haben gesehen, wie du am Die Steuer... haben nichts gesehen, weil ich nicht am Steuer saß. Wie kommen die darauf, sowas zu behaupten? Lars, auch wenn ich sauer auf Kitty war, ich würde ihr niemals etwas antun. Ich weiß, und deshalb bin ich auch hier. So. Ich würde dann gerne mit der Vernehmung fortfahren. Wenn Sie es gestatten. Wie gesagt, meine Mandantin verweigert die Aussage. Und außerdem waren die Zeugenaussagen viel zu vage, um Frau von Lahnstein noch länger hier zu behalten. Trotzdem sollte sie die Stadt nicht verlassen. Halten Sie sich weiter zu unserer Verfügung. Ich war gerade bei Kitty im Krankenhaus. Sie liegt immer noch im Koma. Ja, tragisch. Und? Sollten wir ihr nicht vielleicht etwas zukommen lassen? So als kleine Geste. Davon hat sie nichts, oder? Es ist nicht bewiesen, dass sie im Koma nichts mitbekommt. Ich habe von Fällen gehört. Ja. Wissen Sie was? Kaufen Sie irgendwas, ja? Und jetzt bitte raus. Sind Sie noch dran? Selbstverständlich. Habe ich das richtig gehört, dass sie liegt immer noch im Koma, Ihre Assistentin? Ja, hoffentlich noch lange. Wir wollen ja nicht, dass sie Natalie entlastet, oder? Ich könnte ein bisschen nachher. Nein, das lassen Sie schön sein. Sie geben der Polizei den Hinweis auf den Unfallwagen. Und ich habe dafür gesorgt, dass man all die nötigen Beweise findet, die Natalie überführen werden. Bis später. Bye, bye, du alte Schnapsdrossel. Wer auch immer das ist.
Es stört. Mann, Sebastian, das geht ja heute ruckzuck. Ja, mein armer Chrissy kommt schon mit Spülen gar nicht mehr nach. Ich weiß, was meinst du, warum ich Lydia ständig Pausen eingelegt habe? Die sind ja nicht ganz dicht. Bademoden für Herren. Setzen Sie einen neuen Trend. 3 Entwürfe, 3 Exemplare inklusive Fotos. In 2 Tagen. Du konntest schon immer am besten unter Druck arbeiten. Geht es um das Aufnahmeverfahren für Modedesign? Selbst wenn ich das schaffe, brauche ich immer noch 3 Models. Wo soll ich die mal so eben herkriegen? Nimm doch Olli. Ja, und Christian. Ja. Ihr würdet mir helfen? Ja. Oh, ihr seid meine Helden, echt. Ja, das sagt man uns oft. Und du? Ich würde ja gerne, aber ich fürchte, ich bin heute nur Held der Arbeit. Oh, kein Problem. Ich kümmere mich um den 3. später. Jetzt muss ich erst mal loslegen. Warum holst du nicht dein ganzes Zeug hierher und ich helfe dir? Ist bestimmt besser, als alleine im Hotelzimmer zu hocken. Kannst du denn nähen? Und wie? Sebastian, habe ich dir schon mal gesagt, dass du einen super Frauengeschmack hast? Ich weiß. Vielen Dank. Bis dann, ja? Ist irgendwas? Größe 7? Kann schon sein, ja? Irgendwie so. Hast du morgen schon was vor? Ich muss den Fotografen ausbezahlen. Legen Sie das Geld in den Tresor. Ach, und informieren Sie doch unsere Models, dass die Lorenzo einige Kleider aus der letzten Modenschau zu Sonderkonditionen verkauft. Wer will, der kann in den nächsten Tagen vorbeikommen. Süße, da ich weiß, was Sie verdienen, kann ich Ihnen versichern, dass selbst die Sonderkonditionen Ihren finanziellen Rahmen sprengen würden. Deswegen nur gucken und nicht anfassen. Schau mal. Ist gut so? Ah ja, super. Jetzt noch deine Naht da und ja. Wow. Ist ja absolut großartig. Wo nimmst du nur die Inspiration her? Naja, um ehrlich zu sein, hat mich Gregors Hintern dazu inspiriert. Aber sag ihm das bloß nicht. Er hält sich sowieso schon für Adonis. Ich glaube, dass es Gregor mal ganz gut tun würde, wieder ein Kompliment zu hören. Selbst wenn es nur um seinen Hintern geht. Ach komm, ich weiß nicht, was größer ist, sein Ego oder seine Oberflächlichkeit. Du schätzt ihn völlig falsch ein. Jetzt komm mir nicht mit. Im Grunde seines Herzens ist er total sensibel. Ist aber so. Gut, ich kenne ihn jetzt noch nicht so lange, aber ich weiß, dass er seine Frau sehr geliebt hat. Seine Frau? Ja, die 2 galten als das absolute Traumpaar. Sarah war sogar schwanger. Und dann hat sie ihn betrogen und das gemeinsame Kind verloren. Ja, und seitdem soll er wohl nicht mehr derselbe sein. Hatte ja gar keine Ahnung. Wenn ich mir vorstelle, dass Sebastian... Naja, jedenfalls kann ich Gregor gut verstehen. Er macht dicht, weil er niemanden an sich ranlassen will. Aber deine Hose wird ihm helfen, nach vorne zu blicken. Die Mädels werden seinen Hintern lieben. Darauf kannst du wetten. Gregor, es geht um die Badehose und nicht um deinen Hüftschwung. Aber der kommt schon ganz schön gut, oder? Ja? Ich raub dir ja nur ungern die Illusion, aber ich glaube, Rebecca will dich nur fotografieren. Ach ja, du hast ihren Blick nicht gesehen und ich sag dir, der sprach Bände. Ach, dann halt bitte. Okay, sagen wir mal rein theoretisch, Rebecca will was von dir, okay? Warum sagt sie an Olli und mir auch Bescheid? Ihr zählt nicht. Ihr seid schwul. Das weißt du aber nicht, Rebecca. Aber ich kenne die Zeichen, die Frauen senden und ich sag dir eins, Rebecca ist reif. Hast du eigentlich schon mal was davon gehört, dass Frauen auch auf Romantik stehen und nicht auf... Romantik. Hör zu, Olli und du, ihr müsst mir helfen.
ihr seid schon da, klasse. Ich habe die ganze Nacht durchgenäht und dann ist mir heute Morgen eine Naht aufgegangen und dann konnte ich wieder von vorne anfangen. Wo sind denn Christian und Olli? Die beiden haben mich angerufen. Die stehen noch im Stau. Das kann circa noch eine Stunde dauern. Oh, ich dachte, ihr wolltet zusammenkommen. Ich habe eine fantastische Stelle für die Fotos. Eine kleine Insel, nur mit dem Boot zu erreichen. Und wie du siehst, habe ich alles vorbereitet. Naja, eigentlich wäre das Licht gerade perfekt, Wenn du die Insel erst mal siehst, dann wirst du verstehen, was ich meine. Wir schießen da erst mal ein paar Fotos und wenn wir zurückkommen, sind die beiden sicher schon da. Also das letzte Mal so freundlich zu mir warst, wolltest du mich ins Bett kriegen. Eine Frau, die mit ihrem Bruder und dessen Freundin eine Dreierbeziehung führt, ja? Die fällt nicht in meinen Beuteschema. Achtung. Ein kleiner Waschsalon. Was machen Sie da? Ich habe auf Sie gewartet. Ich will eins der Kleider kaufen. Von meinem Geld? Sie haben Glück. Es ist noch alles da. Wie wollen Sie das Kleid denn bezahlen? Haben Sie eine Bank ausgeraubt? Reicht das? Olivia, was haben Sie angestellt? Nichts. Ich habe geerbt. Charlie. Naja, sie war nicht mehr die Jüngste. Sehr witzig. Ich habe auch noch andere Verwandte. Außerdem, was geht Sie meine finanzielle Lage überhaupt an? Was ist, wenn Frau Köbler gar nicht mehr aufwacht? Dann geht's um Mord. Daran mag ich gar nicht denken. Oh, sie kommt. Hallo. Hallo, Nathalie. Hallo, Nathalie. Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich zu euch sagen soll. Wir mussten die Aussage machen, nachdem wir gesehen haben, wie du... Wenn du zuerst zu mir gekommen wärst, anstatt gleich zur Polizei zu rennen, dann wüsstest du, dass ich einen geschäftlichen Termin hatte. Ich war gar nicht in der Stadt. Der Wagen ist ungebremst auf Kitty Kübler zugerast. Entschuldigung, Nathalie, aber wer außer Ihnen hätte sonst einen Grund, dir so etwas anzutun? Ihr glaubt ja wohl nicht im Ernst, dass ich eine Frau umbringe, weil sie mit meinem Freund geschlafen hat. Nathalie, ich habe schon einmal für dich gelogen. Ich war betrunken, als ich Charlie angefahren habe. Und vor allem, es war ein Versehen. Nach allem, was in letzter Zeit geschehen ist. Gott, für uns sah es danach aus, dass du vielleicht angetrunken... Ich war nicht betrunken. Ich kann nicht glauben, dass ich mich so in euch getäuscht habe. Nathalie, wir haben dich beide im Auto erkannt. Du kannst nicht von uns erwarten, dass wir ein Verbrechen decken. Ich habe bei Senor Marquez eine Nachricht hinterlassen und sein Fahrer wird bezeugen, dass ich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Stadt war. Danke für euer Vertrauen. Sie schon wieder. Ich wollte was zu Ihrer Genesung beitragen. Wenn Sie wirklich wollen, dass ich gesund werde, dann sollten Sie mich verschonen. Und zwar durch Ihre Abwesenheit. Und das Gemüse, das können Sie gleich wieder mitnehmen. Ich hasse Blumen. Die sind ja auch für Kitty. Für sie habe ich was viel Besseres. Ja, es war so teuer, wie es aussieht. Sind Sie völlig unterbelichtet? Sie wissen doch, dass die Scheine registriert sind. Der Onkel Doktor sagt, Sie dürfen sich nicht aufregen. Ich will sauberes Geld. Wie Sie schon richtig bemerkt haben, brauche ich Sie dafür. Also beeilen Sie sich mit dem Gesundwerden. Sonst wird der Berg von Millionen immer kleiner. Das werden Sie noch bereuen, das schwöre ich Ihnen. Die Zeiten, in denen Sie mir drohen konnten, sind nun wirklich vorbei. Und vergessen Sie nicht, ich besitze Ihre Altersvorsorge, also immer schön nett bleiben. Tick, tack, tick, tack.
Die Zeit rennt. Wo ist denn jetzt diese blöde Insel? Geduld. Vielleicht sollten wir doch wieder umkehren. Ich meine, Christian und Olli sind bestimmt schon da und ich muss die Bilder bis morgen haben. So. Jetzt entspann dich doch mal. Entspannen? Ja. Ich habe gedacht, wir nutzen den schönen Tag, um uns ein bisschen abzukühlen. Erdbeeren? Gregor, die Insel. Es gibt keine Insel. Es gibt nur uns beide. Wenn das so ist, dann solltest du dich zuerst abkühlen. Du sitzt meine Zukunft aufs Spiel, weil du in einem Pallboot deine Nummer schieben willst? Jetzt denk noch mal nach. Die Frau hat vielleicht ausgesehen wie Nathalie, aber du kannst dir unmöglich ganz sicher sein. Ansgar, ich würde mich freuen, wenn ich mich irre, aber ich kann meine Aussage nicht zurückziehen. Aber sie gehört zur Familie, verdammt noch mal. Ach, auf einmal? Oder ist sie für dich einfach nur unnütz, wenn sie ins Gefängnis muss? Was willst du mir eigentlich unterstellen? Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Rolfes. Wir haben den Unfallwagen. Der Hinweis eines Anwohners. Der Wagen wurde in einem Waldstück abgestellt. Und er gehört der Lahnstein Holding. Wer hat denn so alles Zugriff zu den Schlüsseln? Die Schlüssel, ja. Die Schlüssel sind jederzeit am Empfangsbereich greifbar. Für die Chefetage und für die Familienangehörigen. Dann hatte Nathalie von Lahnstein also die Möglichkeit, sich den Wagen zu nehmen. Das ist doch völlig unerheblich. Sie ist nicht gefahren, sie ist unschuldig. Und ich werde das auch beweisen. Ich bin unschuldig. Und das werde ich auch beweisen. Von Lahnstein? Herr Marquez. Das ist nett, dass Sie sofort anrufen, danke. Genau. Es geht um den Termin, den Sie mit... Bitte? Und da sind Sie sich ganz sicher? Alles klar. Nein. Vielen Dank. Wiederhören. Oh, wieso hast du ihm nicht gesagt, dass er gleich zur Polizei muss? Er muss aussagen, dass sein Fahrer... Nathalie. Herr Marquez sagt, dass er nie einen Termin mit dir vereinbart hat und dass sein Fahrer seit 2 Wochen im Krankenhaus liegt. Aber das ist unmöglich. Ich hatte einen Termin und sein Fahrer... Carla, Herr Marquez war meine letzte Rettung. Wenn er nicht aussagt, dann habe ich kein Alibi.